Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Im letzten Video ging es creepy zu, im heutigen dafür pikant. Was ist mit mir los? Das könnte man sich fragen. Ich habe gerade den Spaß meines Lebens dabei, mich ein bisschen in unterschiedliche Richtungen auszuprobieren. Deshalb gibt es heute die Sugar Daddy Challenge. Es wird darum gehen, sich mit Hilfe eines großzügigen Sugar Daddys sein Studium zu finanzieren. Was im echten Leben weniger erstrebenswert ist, macht hier in die Sims 4 doch ziemlich viel Spaß. Wie ich mir das im Detail vorgestellt habe, seht ihr in diesem Video. Auf geht's! Die Vorbereitungen. Zum Spielen dieser Challenge benötigen wir im Grunde nur einen Sim, der mindestens ein Teenager sein muss, sofern ihr mit Mods spielt und die Möglichkeit habt, mit älteren Sims Liebesbeziehungen eingehen zu können. Ich empfehle aber das Spielen mit einem jungen erwachsenen Sim. Das ist einfacher. Das Geschlecht ist an sich egal, aber um hier das volle Potenzial der Challenge herausholen zu können, spiele ich mit einem weiblichen Sim. Unser Sim, der sich auf die Suche nach Sugar Daddys machen wird, braucht natürlich eine hierzu passende Persönlichkeit. Das Bestreben soll Akademikerin sein oder ein anderes Wissen bestreben. Die Merkmale sollen romantisch, ehrgeizig und, hier habt ihr die Wahl, entweder wartungsintensiv oder eifersüchtig sein. Dieser Sim könnte sich tagsüber unauffällig kleiden und bei Dates dafür aber einen ganz anderen Kleidungsstil haben, der viel aufreizender ist. Wir starten nun aber nicht alleine, sondern wir erstellen uns einen Elternteil für unseren Sim. Mutter oder Vater, ist egal. Dieser Sim kann eine beliebige Persönlichkeit haben. Er wird später eine unterstützende Rolle einnehmen. Unser Haushalt lebt möglichst in einer Wohnung oder in einem einfachen Häuschen, das ins Starterbudget passt. Die Lebensverhältnisse sollen ärmlich bis einfach sein. Geldsheets sind tabu. So wird gespielt. Während sich die Mutter um den Haushalt kümmert, also putzt, kocht und halbtags arbeiten geht, bemüht sich unser Hauptsim um einen Studienplatz. Was für ein Studium absolviert werden soll, liegt ganz bei euch. Da die Mutter nur halbtags arbeiten geht, kommt unsere liebe Megan hier auf die glorreiche Idee, sich einen Sugar Daddy zu angeln. Sie zieht abends um die Häuser und sucht nach einem Erwachsenen- oder Senioren-Sim, am besten einen, der wohlhabend ist. Mit diesem baut sie eine Beziehung auf, bis es möglich ist, ihn für eine Techtelmechtel-Beziehung zu begeistern. Alternativ kann auch eine gewöhnliche Affäre geführt werden. Das ist vielleicht sogar noch spannender. Für jedes Treffen, zu dem sie eingeladen wird, erhält sie 1000 Simoleons, die im Anschluss erscheatet werden dürfen. Megan möchte sich auf diese Weise ihr Studium finanzieren. Das Studium steht bei ihr an erster Stelle, aber wenn sie von ihrem Sugar Daddy angerufen wird, muss sie zu jedem Treffen erscheinen und darf keines ablehnen. Einzige Ausnahme, sie kann wegen ihres Studiums nicht. Sie darf ihren Sugar Daddy nicht zu Treffen einladen, sondern darf ihn nur dann sehen, wenn er sich bei ihr meldet. Mit Hilfe von Nachrichten könnte sie ihn aber dazu animieren, sie zu einem Treffen einzuladen. Das ist aber auch die einzige Art und Weise, wie unsere Megan auf ihren Sugar Daddy Einfluss nehmen darf. Taucht er bei ihr auf, darf sie mit ihm wohin reisen. Denn wer möchte schließlich seiner Mutter seinen Sugar Daddy vorstellen? Während ihrer Studienzeit soll sich unser Sim verlieben und eine richtige Beziehung eingehen. Wie die Mutter soll auch dieser Sim nichts von ihrer speziellen Parallelbeziehung mitbekommen. Genauso wenig wie der Partner des Sugar Daddys, sofern dieser verheiratet ist oder in einer anderen Beziehung sein sollte. Werden sie jedoch von der Mutter, dem Freund oder dem Partner des Daddys erwischt, muss die Beziehung beendet werden und Megan muss sich einen neuen Sugar Daddy suchen. Während des Studiums soll sie von einem Sugar Daddy schwanger werden. Ihre Mutter wird sich mit um das Kind kümmern, besonders dann, wenn Megan zur Uni muss oder zu Treffen mit ihrem Sugar Daddy. Der Freund von Megan könnte im Glauben gelassen werden, er wäre der Vater des Kindes, indem er wie ganz selbstverständlich in diese Rolle integriert wird. Ziel ist es, das Studium erfolgreich abzuschließen, möglichst viel Geld vom Sugar Daddy zu erhalten und trotzdem eine möglichst normale Beziehung mit einem Partner zu führen und natürlich ein Kind von einem Sugar Daddy zu bekommen und dieses dem Partner unterzujubeln. Man kann diese Challenge in unterschiedliche Richtungen spielen. Deshalb möchte ich gar keine allzu strengen Regeln aufstellen. Man könnte einfach schauen, wie sich das Spiel mit den unterschiedlichen Beziehungen so entwickelt und je nachdem Entscheidungen treffen. Vielleicht landet unser Sim ja sogar mit dem Sugar Daddy unter dem Hochzeitsbogen. Wer weiß das schon?
Durch diese Art der Studiumsfinanzierung hat man einen tollen Anreiz für eine Affäre. Und da man nie genau weiß, wann sich der Sim meldet, hat man auch eine Art Zufallskomponente mit drin. Ich hoffe, euch hat auch diese Idee gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Themen euch noch so interessieren würden. Momentan bin ich ziemlich stark in meinem Privatleben eingebunden, deshalb möchte ich versuchen, diese stressige Zeit etwas mit kürzeren Videos zu überbrücken, weil das immer noch besser ist, als keine Videos zu machen, denke ich. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Bis hoffentlich ganz bald, eure Marisa.